Herzlich willkommen bei Wissen zum Einschlafen, einem Ort, an dem die Zeit langsamer vergeht, an dem Wissen nicht hektisch präsentiert wird, sondern sanft erzählt, Satz für Satz, Gedanke für Gedanke. Hier reisen wir gemeinsam in vergangene Welten, in Epochen, die längst verklungen sind und doch in jedem Fossil, in jeder versteinerten Spur weiterleben. Wir begeben uns heute in die Eiszeit, jene außergewöhnliche Phase der Erdgeschichte, in der gewaltige Gletscher über Kontinente wanderten, in der sich das Klima unaufhörlich wandelte und mit ihm die Lebewesen, die diese Welt bevölkerten. Es ist eine Geschichte von Anpassung und Überleben, von Giganten, die in Kälte und Weite ihre Heimat fanden, von Ökosystemen, die so reich und komplex waren, dass wir heute nur noch Bruchstücke davon verstehen. Diese Erzählung nimmt sich Zeit. Hier wird nichts verkürzt, nichts dramatisiert, nichts beschleunigt. Die Wissenschaft darf hier einfach sein, was sie ist. Ein geduldiges Sammeln von Fakten, ein vorsichtiges Deuten von Spuren, ein stilles Staunen über das, was einmal war. Wenn dir solche ruhigen Reisen durch vergangene Welten gefallen, dann bleib gern hier und begleite uns auch bei den nächsten Erzählungen. Vielleicht magst du auch ein paar Zeilen darüber schreiben, von wo aus du gerade zuhörst, oder was dich an diesen urzeitlichen Wesen besonders interessiert. Jede Neugier, jede Frage ist ein Schritt tiefer in das Verständnis unserer eigenen Geschichte, denn auch wir Menschen sind Teil dieser großen, uralten Erzählung. Nun aber lass uns beginnen. Lass uns zurückreisen in eine Zeit, in der die Erde kälter war, in der Schnee und Eis das Gesicht ganzer Kontinente prägten und in der Wesen lebten, die heute nur noch als Knochen, als Geschichten, als leise Echos in unserer Vorstellung existieren. Kapitel 1 Mammut. Riesige Kolosse der Eiszeit. Stell dir eine endlose Ebene vor, bedeckt von Schnee, der im schwachen Licht der nordischen Sonne glitzert. Der Wind streicht über das Land, trägt feinen Eisstaub mit sich und lässt vereinzelte Gräser zittern, die aus der weißen Decke hervorragen. In der Ferne, fast wie ein Schatten, bewegt sich eine gewaltige Gestalt. Langsam, bedächtig, mit jedem Schritt die gefrorene Erde erschütternd. Es ist ein Wollhaar-Mammut, Mammutus primigenius, einer der ikonischsten Bewohner der letzten Eiszeit, jener Periode, die vor etwa 200.000 Jahren begann und erst vor rund 11.000 Jahren endete. Das Wollhaar-Mammut war kein Elefant, auch wenn es ihm in mancher Hinsicht ähnelte. Es war ein eigenständiges Mitglied der Familie Elephantidae, perfekt angepasst an ein Leben in extremer Kälte. Seine engsten heute lebenden Verwandten sind die asiatischen Elefanten, mit denen es vor etwa 6 Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren teilte. Doch während sich die Elefanten in wärmeren Regionen entwickelten, zog es die Mammuts in die kalten Steppen und Tundren des Nordens, in Landschaften, die von Permafrost, karger Vegetation und langen dunklen Wintern geprägt waren. Der Körperbau des Wollhaar-Mammuts war eine Meisterleistung der Evolution. Es erreichte eine Schulterhöhe von bis zu 3,5 Metern und ein Gewicht von etwa 6 Tonnen, wobei manche Individuen noch größer wurden. Der massige Körper war von einem dichten, zweischichtigen Fell bedeckt. Die äußere Schicht bestand aus langen, groben Deckhaaren, die bis zu 1 Meter lang werden konnten und wie ein schützender Mantel über den Körper hingen. Darunter lag eine dichte Schicht feiner Unterwolle, die isolierend wirkte und die Körperwärme selbst bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt bewahrte. Dieses Fell war nicht nur eine Anpassung an die Kälte, es war auch ein Zeichen dafür, wie tiefgreifend die Umwelt die Gestalt dieser Tiere formte. Der Schädel des Wollhaar-Mammuts war hoch und gewölbt, eine Form, die sich deutlich von der flacheren Kopfform der heutigen Elefanten unterschied. Diese Wölbung diente vermutlich mehreren Zwecken. Sie bot Raum für die Ansatzstellen kräftiger Muskeln, die den massiven Schädel trugen. Und sie könnte auch eine Rolle bei der Wärmespeicherung gespielt haben. Die Stoßzähne waren gewaltig, spiralförmig gebogen und konnten eine Länge von bis zu 4 Metern erreichen. Anders als bei heutigen Elefanten, deren Stoßzähne oft eher gerade
oder nur leicht gebogen sind, wiesen die Stoßzähne des Wollhaar-Mammuts eine ausgeprägte Krümmung auf, die nach innen und manchmal sogar leicht nach hinten zeigte. Diese Form war nicht nur beeindruckend, sie hatte auch praktische Funktionen. Die Tiere nutzten ihre Stoßzähne, um Schnee beiseite zu schieben, um an die darunterliegende Vegetation zu gelangen, um Rinde von Bäumen zu schälen und möglicherweise auch, um Rivalen zu beeindrucken oder in Kämpfen zu dominieren. Die Ohren des Wollhaar-Mammuts waren auffallend klein, deutlich kleiner als die der heutigen Elefanten. Dies war eine direkte Anpassung an die Kälte, denn große Ohren würden eine große Oberfläche bieten, über die Wärme verloren gehen könnte. Auch der Schwanz war kurz und kompakt, wiederum eine Strategie, um Wärmeverlust zu minimieren. Selbst die Fußsohlen waren angepasst. Sie waren breit und mit dicken Fettpolstern ausgestattet, die nicht nur das Gewicht des Tieres verteilten, sondern auch isolierend gegen den gefrorenen Boden wirkten. Das Wollhaar-Mammut lebte in den sogenannten Mammutsteppe, einer Landschaft, die heute in dieser Form nicht mehr existiert. Diese Steppen erstreckten sich während der letzten Eiszeit über weite Teile Nordamerikas, Europas und Asiens und bildeten ein einzigartiges Ökosystem. Es war eine kalte, trockene Graslandschaft, durchsetzt mit Moosen, Flechten, Kräutern und vereinzelten Sträuchern. Im Sommer, wenn die Sonne länger schien und die Temperaturen stiegen, erwachte die Steppe zum Leben. Gräser sprossen, Blumen blühten und die Vegetation bot reichlich Nahrung für die Pflanzenfresser. Im Winter hingegen war das Leben härter. Die Temperaturen sanken auf -40 Grad Celsius und tiefer. Schnee bedeckte die Landschaft, und die Tiere mussten mit dem auskommen, was sie unter der weißen Decke finden konnten. Die Ernährung des Wollhaar-Mammuts war an diese Umgebung perfekt angepasst. Es war ein Weidegänger, ein Spezialist für grasreiche Nahrung. Fossile Funde von Mageninhalt und Kotproben haben gezeigt, dass Mammuts sich hauptsächlich von Gräsern ernährten, ergänzt durch Seggen, Moose, Kräuter und gelegentlich Zweige und Rinde. Ein ausgewachsenes Mammut benötigte täglich etwa 200 Kilogramm Pflanzenmaterial, eine enorme Menge, die es durch ständiges Fressen über viele Stunden hinweg aufnahm. Die Backenzähne des Mammuts waren dafür besonders geformt. Sie bestanden aus parallel verlaufenden Schmelzlamellen, die wie eine Reibe wirkten und es dem Tier ermöglichten, selbst zähes, faseriges Gras effizient zu zerkleinern. Im Laufe seines Lebens wechselte ein Mammut seine Backenzähne mehrfach, ähnlich wie heutige Elefanten, da die abrasive Nahrung die Zähne stetig abnutzte. Das Verhalten und die Sozialstruktur der Wollhaar-Mammuts lassen sich aus verschiedenen Quellen rekonstruieren. Fossile Funde zeigen häufig Gruppen von mehreren Individuen, was darauf hindeutet, dass Mammuts in Herden lebten. Diese Herden bestanden vermutlich aus Weibchen und ihren Jungtieren, geführt von einer erfahrenen Leitkuh, ganz ähnlich der Sozialstruktur heutiger Elefanten. Männliche Mammuts verließen die Herde wahrscheinlich, sobald sie die Geschlechtsreife erreichten, und lebten dann entweder einzelgängerisch oder in lockeren Männergruppen. Nur zur Paarungszeit suchten sie die Weibchenherden auf. Die Fortpflanzung des Wollhaar-Mammuts folgte vermutlich einem ähnlichen Muster wie bei heutigen Elefanten. Die Tragzeit betrug etwa 22 Monate, und das Weibchen brachte in der Regel ein einzelnes Kalb zur Welt, selten Zwillinge. Das neugeborene Kalb wog bei der Geburt etwa 90 Kilogramm und war bereits mit einem dichten Fell bedeckt, eine Notwendigkeit in der eisigen Umgebung. Es wurde über mehrere Jahre gesäugt und blieb eng bei seiner Mutter und der Herde, wo es lernte, wie man in der rauen Umwelt überlebt. Die enge Bindung zwischen Mutter und Kalb war entscheidend für das Überleben des Nachwuchses, und fossile Funde von Mutter-Kind-Paaren, die gemeinsam verendet sind, zeugen von dieser tiefen Verbindung. Die ökologische Rolle des Wollhaar-Mammuts war bedeutend. Als einer der größten Pflanzenfresser der Mammutsteppe beeinflusste es die Vegetation erheblich. Durch das Beweiden hielt es die Graslandschaft offen und verhinderte, dass Sträucher und Bäume überhand nahmen. Es schuf durch sein Fressverhalten und durch das Niedertrampeln von Vegetation Lebensräume für kleinere Tiere und trug zur Nährstoffverteilung bei, indem es Dung in großen Mengen hinterließ.
Mammuts waren auch Beutetiere, wenn auch nur für die größten Raubtiere ihrer Zeit. Höhlenlöwen, Wölfe und möglicherweise auch Säbelzahnkatzen jagten gelegentlich Mammuts, vor allem junge, kranke oder alte Tiere. Doch das Mammut selbst war kein wehrloses Opfer. Seine Größe, seine Stoßzähne und sein Leben in der Gruppe boten erheblichen Schutz. Die Begegnung zwischen Wollhaar-Mammuts und frühen Menschen ist durch zahlreiche archäologische Funde gut belegt. Menschen jagten Mammuts. Das steht außer Frage. An vielen Fundorten in Europa und Asien wurden Mammutknochen zusammen mit Steinwerkzeugen gefunden. Eindeutige Spuren von Schlachtungen. Menschen nutzten nahezu jedes Teil des Mammuts. Das Fleisch diente als Nahrung, das Fell als Kleidung und Schutz vor Kälte, die Knochen und Stoßzähne als Material für Werkzeuge, Waffen und sogar als Baumaterial für Hütten. In der Ukraine wurden Überreste von Behausungen gefunden, die fast vollständig aus Mammutknochen errichtet waren. Ein beeindruckendes Zeugnis menschlicher Anpassungsfähigkeit. Doch wie intensiv die Bejagung war und welche Rolle sie beim Aussterben des Mammuts spielte, ist bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Das Aussterben des Wollhaar-Mammuts geschah nicht überall zur gleichen Zeit. Auf dem Festland verschwanden die letzten Populationen vor etwa 10.000 Jahren, als das Klima sich erwärmte und die Mammutsteppe schrumpfte. Die steigenden Temperaturen führten zu einer Veränderung der Vegetation. Grasland wurde durch Wälder ersetzt und die Nahrungsgrundlage der Mammuts schwand. Doch auf einigen abgelegenen Inseln, wie der Wrangelinsel im Nordpolarmeer, überlebten kleine Populationen noch bis vor etwa 4.000 Jahren. Diese Inselpopulationen waren genetisch verarmt und litten unter Inzucht, was ihre Überlebenschancen weiter verringerte. Schließlich erloschen auch diese letzten Relikte. Die Ursachen für das Aussterben sind komplex und vermutlich multifaktorial. Die Klimaerwärmung am Ende der letzten Eiszeit veränderte die Lebensräume grundlegend. Gleichzeitig breiteten sich die Menschen weiter aus, verbesserten ihre Jagdtechniken und übten möglicherweise einen zusätzlichen Druck auf die Mammutpopulationen aus. Es ist wahrscheinlich, dass beide Faktoren zusammenwirkten. Eine sich verändernde Umwelt machte die Mammuts anfälliger und die menschliche Bejagung könnte den entscheidenden zusätzlichen Stress geliefert haben, der zum Zusammenbruch der Populationen führte. Heute sind die Mammuts verschwunden, doch ihre Überreste, perfekt konserviert im Permafrost, erlauben uns Einblicke in ihr Leben, die bei kaum einem anderen ausgestorbenen Tier so detailliert möglich sind. Kapitel 2 – Wollnashorn, das unbesiegbare Wollnashorn. Neben dem Mammut durchstreifte ein weiterer Gigant die Eiszeitlandschaften, ein Tier von beeindruckender Kraft und sturer Beharrlichkeit, das Wollnashorn, Coelodonta antiquitatis. Während das Mammut heute in der Populärkultur allgegenwärtig ist, bleibt das Wollnashorn oft im Schatten. Dabei war es ein ebenso faszinierendes Mitglied der eiszeitlichen Megafauna. Es lebte zur gleichen Zeit und teilte sich oft die gleichen Lebensräume mit dem Mammut. Doch es hatte seine eigenen, ganz spezifischen Anpassungen entwickelt, die es zu einem der erfolgreichsten Überlebenskünstler der Eiszeit machten. Das Wollnashorn war ein massiges Tier, etwa 3,5 bis 4 Meter lang und bis zu 2 Meter hoch an der Schulter. Sein Gewicht konnte 3 Tonnen erreichen und es besaß einen gedrungenen, kräftigen Körperbau, der an Stärke und Stabilität optimiert war. Wie das Mammut war auch das Wollnashorn mit einem dichten Fell bedeckt, das es vor den extremen Temperaturen schützte. Das Fell bestand aus einer dicken Unterwolle und langen, groben Deckhaaren, die vor allem an den Flanken und am Bauch besonders ausgeprägt waren. Fossile Funde, bei denen Fellreste erhalten blieben, zeigen, dass das Fell gelblich-braun bis dunkelbraun gefärbt war, eine Färbung, die in der offenen Steppe möglicherweise zur Tarnung beitrug. Das auffälligste Merkmal des Wollnashorns waren zweifellos seine beiden Hörner. Das vordere Horn, das auf der Nase saß, war besonders lang und konnte über 1 Meter Länge erreichen, manchmal sogar mehr. Es war nicht aus Knochen, sondern aus Keratin, dem gleichen Material, aus dem auch unsere Fingernägel bestehen. Dieses Horn war seitlich abgeflacht und leicht nach hinten gebogen, eine Form, die vermutlich beim Beiseiteschieben von Schnee half, um an die darunter liegende Vegetation zu gelangen.
Das zweite Horn, kleiner und weiter hinten auf der Stirn sitzend, diente vermutlich ähnlichen Zwecken, möglicherweise auch zur Verteidigung oder bei Rivalitätskämpfen. Der Schädel des Wollnashorns war langgestreckt und massiv, mit einer charakteristischen Einbuchtung zwischen den Augen, die der Befestigung der Hörner Stabilität verlieh. Die Nasenbeine waren besonders verstärkt, eine Anpassung, die notwendig war, um das Gewicht des großen Vorderhorns zu tragen und die Kräfte aufzufangen, die beim Einsatz des Horns entstanden. Die Zähne des Wollnashorns waren typisch für einen Pflanzenfresser, der sich von harter, faseriger Nahrung ernährte. Es besaß keine oberen Schneidezähne, wie es auch bei heutigen Nashörnern der Fall ist, und nutzte stattdessen seine verhornten Lippen, um Gräser und Pflanzen abzurupfen. Das Wollnashorn bewohnte die gleichen kalten Steppen und Tundren wie das Mammut. Es war über weite Teile Europas und Asiens verbreitet, von Westeuropa über Sibirien bis nach Ostasien. Fossile Funde sind zahlreich, und an manchen Orten wurden komplette, im Permafrost konservierte Kadaver gefunden, die uns detaillierte Einblicke in Anatomie und Lebensweise dieses Tieres geben. Das Klima, in dem das Wollnashorn lebte, war hart. Lange, bitterkalte Winter und kurze, kühle Sommer. Doch das Wollnashorn war perfekt an diese Bedingungen angepasst. In seiner Ernährung war das Wollnashorn ein Spezialist für grasreiche Nahrung. Analysen von Mageninhalt und Kotproben zeigen, dass es hauptsächlich Gräser fraß, ergänzt durch Kräuter, Moose und gelegentlich Zweige. Anders als das Mammut, das auch Sträucher und Rinde in größerem Umfang nutzte, konzentrierte sich das Wollnashorn stärker auf niedrig wachsende Vegetation. Es war ein Weidegänger, ähnlich wie die heutigen Breitmaulnashörner, die ebenfalls Grasfresser sind. Die breiten, verhornten Lippen des Wollnashorns waren ideal, um Gräser dicht über dem Boden abzurupfen, und seine Backenzähne mit ihren hohen Kronen waren darauf ausgelegt, die abrasive, siliziumreiche Nahrung zu zerkleinern. Das Verhalten des Wollnashorns lässt sich zum Teil aus fossilen Funden und zum Teil aus Vergleichen mit heutigen Nashörnern ableiten. Es war vermutlich ein Einzelgänger, zumindest außerhalb der Paarungszeit. Heutige Nashörner leben oft einzelgängerisch, und es gibt keine Hinweise darauf, dass Wollnashörner in Herden lebten. Sie waren territoriale Tiere, die große Gebiete durchstreiften auf der Suche nach Nahrung. Markierungen durch Kot und Urin, ein Verhalten, das bei heutigen Nashörnern gut dokumentiert ist, dienten vermutlich auch beim Wollnashorn der Kommunikation und der Revierabgrenzung. Die Fortpflanzung des Wollnashorns ist weniger gut dokumentiert als die des Mammuts, doch basierend auf Vergleichen mit heutigen Nashörnern können wir einige Annahmen treffen. Die Tragzeit betrug vermutlich etwa 15 bis 16 Monate, und das Weibchen brachte ein einzelnes Jungtier zur Welt. Das Kalb wurde über einen längeren Zeitraum gesäugt und blieb mehrere Jahre bei seiner Mutter, bevor es selbstständig wurde. Die Bindung zwischen Mutter und Kalb war eng, und das Jungtier lernte in dieser Zeit die Überlebensstrategien, die in der rauen Umwelt notwendig waren. Die ökologische Rolle des Wollnashorns war bedeutsam, wenn auch anders als die des Mammuts. Als Grasfresser trug es zur Strukturierung der Vegetation bei und schuf durch sein Fressverhalten und seine Bewegungen offene Flächen, die anderen Arten zugute kamen. Das Wollnashorn war zudem eine potenzielle Beute für große Raubtiere, obwohl es aufgrund seiner Größe, seiner Hörner und seiner aggressiven Verteidigung sicherlich kein leichtes Ziel war. Höhlenlöwen und Wolfsrudel jagten möglicherweise junge oder geschwächte Tiere, doch ein ausgewachsenes, gesundes Wollnashorn war nahezu unbesiegbar. Die Interaktion zwischen Wollnashörnern und frühen Menschen ist durch Höhlenmalereien und archäologische Funde belegt. In der Chauvet-Höhle in Frankreich finden sich beeindruckende Darstellungen von Wollnashörnern, die zeigen, dass die Menschen dieser Zeit diese Tiere gut kannten und möglicherweise auch jagten. Knochen von Wollnashörnern wurden an einigen Fundorten zusammen mit menschlichen Artefakten entdeckt, was auf eine gelegentliche Nutzung hindeutet. Doch im Vergleich zum Mammut scheint das Wollnashorn seltener gejagt worden zu sein, möglicherweise weil es gefährlicher und schwerer zu erlegen war. Das Aussterben des Wollnashorns geschah vor etwa 10.000 bis 8.000 Jahren, gegen Ende der letzten Eiszeit.
Wie beim Mammut spielten vermutlich Klimaveränderungen eine entscheidende Rolle. Die Erwärmung des Klimas führte zu einem Rückgang der Grasländer, die das Wollnashorn zum Überleben brauchte. Wälder breiteten sich aus und die offenen Steppen, in denen das Wollnashorn lebte, verschwanden zunehmend. Hinzu kam möglicherweise die menschliche Bejagung, die, auch wenn sie weniger intensiv war als beim Mammut, dennoch einen zusätzlichen Druck auf die bereits geschwächten Populationen ausübte. Die Kombination aus Lebensraumverlust und menschlichem Einfluss führte schließlich zum Verschwinden dieses eindrucksvollen Tieres. Heute sind Wollnashörner ausgestorben, doch ihre fossilen Überreste, ihre Abbildungen in Höhlen und die Geschichten, die wir aus ihren Knochen lesen können, halten die Erinnerung an sie lebendig. Sie waren Bewohner einer Welt, die sich radikal verändert hat, und ihr Schicksal erinnert uns daran, wie eng das Überleben von Arten mit ihrer Umwelt verknüpft ist. Kapitel 3 Säbelzahntiger Smilodon, blutige Jäger der Urzeit. Wenn wir an Raubtiere der Eiszeit denken, an Jäger, die in der Dämmerung lauerten und mit tödlicher Präzision zuschlugen, dann kommt uns unweigerlich ein Bild in den Sinn, der Säbelzahntiger. Doch dieser Name, so geläufig er auch ist fachlich nicht ganz korrekt. Die Tiere, die wir gemeinhin als Säbelzahntiger bezeichnen, gehören zur Gattung Smilodon, und sie waren keine Tiger im eigentlichen Sinne. Sie waren eine eigene Entwicklungslinie innerhalb der Katzenartigen, die vor Millionen von Jahren von den Vorfahren der heutigen Katzen abzweigte und eine einzigartige Morphologie entwickelte. Smilodon lebte in Amerika, von Nordamerika bis hinunter nach Südamerika, und es gab mehrere Arten innerhalb dieser Gattung. Die bekannteste und größte Art war Smilodon fatalis, die vor allem aus den Teergruben von La Brea in Kalifornien bekannt ist, wo Tausende von Fossilien dieser Tiere geborgen wurden. Smilodon fatalis erreichte etwa die Größe eines heutigen Löwen, mit einer Schulterhöhe von etwa 1 Meter und einem Gewicht von bis zu 280 Kilogramm. Es gab aber auch noch größere Arten wie Smilodon populator aus Südamerika, das noch massiger und schwerer war. Der Körperbau von Smilodon war gedrungen und muskulös. Im Vergleich zu heutigen Großkatzen hatte es kürzere, kräftigere Beine und einen relativ kurzen Schwanz. Diese Proportionen deuten darauf hin, dass Smilodon kein ausdauernder Läufer war, der Beute über weite Strecken verfolgte. Stattdessen war es vermutlich ein Ansitzjäger, der aus dem Hinterhalt angriff, auf Geschwindigkeit im Sprint setzte und seine Beute mit gewaltiger Kraft zu Boden riss. Die Vorderbeine waren besonders kräftig entwickelt, mit starken Muskeln und robusten Knochen, die es dem Tier ermöglichten, große Beutetiere zu packen und festzuhalten. Das auffälligste Merkmal von Smilodon waren zweifellos die langen säbelförmigen Eckzähne im Oberkiefer. Diese Zähne konnten bei Smilodon fatalis eine Länge von bis zu 18 Zentimetern erreichen, bei Smilodon populator sogar noch mehr. Sie waren seitlich abgeflacht, scharf wie Klingen und leicht nach hinten gebogen. Diese Zähne waren keine Waffen zum Zerquetschen oder Zermahlen, sie waren Stichwaffen, präzise Werkzeuge, die dazu dienten, tödliche Wunden zu verursachen. Doch um diese Zähne effektiv einzusetzen, musste Smilodon seinen Kiefer weit öffnen können, weiter als jede heutige Katze es kann. Tatsächlich zeigen Studien, dass Smilodon seinen Unterkiefer in einem Winkel von bis zu 120 Grad öffnen konnte, fast doppelt so weit wie ein moderner Löwe. Doch wie genau setzte Smilodon diese Waffen ein? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler seit langem. Eine Theorie besagt, dass Smilodon seine Beute zunächst mit den Vorderbeinen zu Boden riss und festhielt, dann den Kopf nach unten neigte und die langen Eckzähne in die Kehle oder den Nacken des Beutetiers trieb, um lebenswichtige Blutgefäße oder die Luftröhre zu durchtrennen. Die Zähne waren nicht stabil genug, um seitliche Kräfte oder das Schütteln eines kämpfenden Tieres auszuhalten. Daher war Präzision entscheidend. Smilodon musste seine Beute immobilisieren, bevor es zubiss. Die kräftige Nackenmuskulatur, die aus der Schädelstruktur ablesbar ist, unterstützt diese Theorie. Smilodon konnte seinen Kopf mit großer Kraft nach unten drücken und so die Zähne tief in die Beute treiben. Der Lebensraum von Smilodon war vielfältig. In Nordamerika bewohnte es offene Graslandschaften, lichte Wälder und Buschland. In Südamerika fand es sich in ähnlich diversen Habitaten.
Das Klima war variabel, von gemäßigt bis subtropisch, je nach Region und Zeitperiode. Smilodon lebte in einer Zeit, in der die Megafauna noch zahlreich war, und es teilte sich seinen Lebensraum mit einer Vielzahl großer Pflanzenfresser. Mammuts, Mastodons, Riesenfaultiere, Bisons, Pferde, Kamele und viele mehr. Diese Tiere bildeten die potenzielle Beute von Smilodon. Die Ernährung von Smilodon bestand aus Fleisch, daran besteht kein Zweifel. Doch welche Beutetiere bevorzugte es? Aufgrund seines Körperbaus und seiner Jagdtechnik jagte Smilodon vermutlich große, langsame Pflanzenfresser. Junge Mammuts, Bisons, Kamele und möglicherweise auch Riesenfaultiere könnten zu seinen bevorzugten Zielen gehört haben. Die Strategie war vermutlich, sich anzuschleichen, zu sprinten und die Beute schnell zu überwältigen, bevor sie fliehen konnte. Die langen Eckzähne waren ideal, um Beutetiere schnell zu töten, ohne lange Kämpfe zu riskieren, die die empfindlichen Zähne hätten beschädigen können. Das Verhalten von Smilodon ist schwer zu rekonstruieren, doch es gibt Hinweise darauf, dass diese Tiere sozial lebten. Die Funde in den Teergruben von La Brea zeigen eine auffällige Anzahl von Individuen, die offenbar in die Gruben gerieten, als sie versuchten, dort bereits gefangene Beutetiere zu erreichen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Smilodon in Gruppen lebte, ähnlich wie heutige Löwen. Gruppen hätten es ermöglicht, größere Beute zu erlegen und Jungtiere gemeinsam aufzuziehen. Zudem wurden Fossilien von Individuen gefunden, die trotz schwerer Verletzungen und verheilter Knochenbrüche weiterlebten, was darauf hindeutet, dass sie von anderen Mitgliedern ihrer Gruppe versorgt und geschützt wurden. Die Fortpflanzung von Smilodon ist weitgehend unbekannt, doch basierend auf Vergleichen mit heutigen Großkatzen können wir annehmen, dass die Tragzeit mehrere Monate betrug und die Weibchen 1 bis 4 Junge zur Welt brachten. Die Jungtiere wurden über einen längeren Zeitraum gesäugt und lernten von ihrer Mutter und möglicherweise der Gruppe die komplexen Jagdtechniken, die notwendig waren, um mit den speziellen Waffen des Smilodon erfolgreich zu sein. Die ökologische Rolle von Smilodon war die eines Spitzenprädators. Es regulierte die Population großer Pflanzenfresser und trug so zur Gesundheit der Ökosysteme bei. Indem es kranke, alte oder schwache Tiere erlegte, hielt es die Herden stark und verhinderte Überweidung. Doch Smilodon stand nicht an der Spitze ohne Konkurrenz. Es teilte sich seinen Lebensraum mit anderen großen Raubtieren wie dem amerikanischen Löwen, Panthera atrox und möglicherweise mit großen Bären und Wolfsrudeln. Konkurrenz um Beute und Territorium war vermutlich alltäglich. Die Interaktion zwischen Smilodon und frühen Menschen in Amerika ist ein Thema von Spekulation. Menschen erreichten Amerika vermutlich erst gegen Ende der Zeit, in der Smilodon lebte, vor etwa 15.000 Jahren oder später. Es ist möglich, dass Menschen und Smilodon einander begegneten. Vielleicht konkurrierten sie sogar um Beute. Doch es gibt keine eindeutigen archäologischen Belege dafür, dass Menschen Smilodon jagten oder dass diese Katzen eine bedeutende Rolle in der menschlichen Kultur spielten. Das Aussterben von Smilodon geschah vor etwa 10.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit. Die Ursachen sind, wie bei vielen ausgestorbenen Arten dieser Zeit, komplex. Die Klimaerwärmung führte zu einer Veränderung der Vegetation und zum Verschwinden vieler großer Pflanzenfresser, die Smilodon als Beute dienten. Mammuts, Mastodons, Riesenfaultiere und viele andere Megafauna-Arten starben aus oder zogen sich in kleinere Refugien zurück. Ohne ausreichende Beute konnte Smilodon nicht überleben. Zudem könnte die Ankunft und Ausbreitung der Menschen einen zusätzlichen Druck ausgeübt haben, indem sie ebenfalls um Beute konkurrierten. Das Zusammenspiel aus Klimawandel, dem Kollaps der Beutetierpopulation und möglicherweise menschlicher Konkurrenz besiegelte das Schicksal von Smilodon. Heute ist Smilodon ein Symbol der Urzeit, ein Tier, das in unserer Vorstellung weiterlebt als der ultimative Jäger der Eiszeit. Seine fossilen Überreste, vor allem die beeindruckenden Schädel mit den langen Säbelzähnen, faszinieren uns und erinnern uns daran, dass einst Raubtiere die Erde durchstreiften, die in ihrer Morphologie und Jagdweise einzigartig waren. Kapitel 4 – Riesenfaultier, Megatherium, Giganten der Wälder.
Wir verlassen nun die eisigen Steppen des Nordens und wenden uns einem ganz anderen Tier zu, einem Geschöpf, das in den wärmeren Regionen Südamerikas lebte und dessen Größe und Lebensweise uns heute fast unwirklich erscheinen, das Riesenfaultier Megatherium. Während die Faultiere, die wir heute kennen, kleine, gemächliche Baumbewohner tropischer Wälder sind, war Megatherium ein kolossales Bodentier, eines der größten Landsäugetiere, die jemals existierten. Megatherium americanum, die bekannteste Art, lebte vom späten Pliozän bis zum Ende des Pleistozäns, also vor etwa 2 Millionen bis vor etwa 8000 Jahren. Es bewohnte weite Teile Südamerikas, von Patagonien im Süden bis hinauf in tropischere Regionen im Norden. Es erreichte eine Länge von bis zu 6 Metern vom Kopf bis zum Schwanzende und eine Schulterhöhe von etwa 2 Metern. Aufgerichtet auf den Hinterbeinen, was es vermutlich tat, um an höhere Vegetation zu gelangen, konnte es eine Höhe von über 4 Metern erreichen. Sein Gewicht wird auf etwa 4 Tonnen geschätzt, ein wahrhaft gigantisches Tier, das in seiner Masse nur von wenigen anderen Landtieren seiner Zeit übertroffen wurde. Der Körperbau von Megatherium war robust und massiv. Es besaß einen breiten, schweren Rumpf, kräftige Beine und einen langen, dicken Schwanz, der vermutlich als Stütze diente, wenn das Tier sich aufrichtete. Die Vorderbeine waren besonders stark entwickelt, mit gewaltigen Krallen an den Vorderfüßen. Diese Krallen konnten über 20 Zentimeter lang werden und waren gekrümmt und scharf, Werkzeuge, die dazu dienten, Äste herunterzuziehen, Rinde abzuschälen und möglicherweise auch zur Verteidigung eingesetzt wurden. Megatherium ging auf den Knöcheln seiner Vorderfüße, eine ungewöhnliche Gangart, die die empfindlichen Krallen schützte. Das Fell von Megatherium ist weniger gut dokumentiert als das von Mammut oder Wollnashorn, da es in wärmeren Klimazonen lebte und Fellreste seltener erhalten blieben. Doch es gibt Hinweise darauf, dass es ein dichtes, raues Fell besaß, möglicherweise durchsetzt mit knöchernen Einlagerungen, sogenannten Osteodermen, die unter der Haut lagen und zusätzlichen Schutz boten. Solche Strukturen sind bei einigen Verwandten von Megatherium nachgewiesen und könnten als Panzerung gegen Raubtiere gedient haben. Der Lebensraum von Megatherium war vielfältig. Es bewohnte offene Graslandschaften, lichte Wälder und Buschland. In manchen Regionen lebte es in der Nähe von Wäldern, in anderen in eher offenen Habitaten. Das Klima variierte je nach Region und Zeitperiode von gemäßigt bis subtropisch. Megatherium war anpassungsfähig und konnte in verschiedenen Umgebungen überleben, solange ausreichend Vegetation vorhanden war. Die Ernährung von Megatherium war pflanzlich, doch es war kein einfacher Grasfresser wie das Mammut oder das Wollnashorn. Megatherium ernährte sich von einer Vielzahl von Pflanzen, Blätter, Zweige, Früchte, möglicherweise auch Sukkulenten und andere saftige Pflanzen. Seine Zähne waren einfach geformt, ohne Schmelz, und wuchsen kontinuierlich nach, eine Anpassung an die abrasive pflanzliche Nahrung. Die Backenzähne hatten flache, mahlende Oberflächen, ideal zum Zerkleinern zäher Pflanzenmaterialien. Anders als viele andere Pflanzenfresser hatte Megatherium keine Schneide- oder Eckzähne. Es rupfte die Nahrung mit seinen Lippen und der langen, kräftigen Zunge ab. Das Verhalten von Megatherium war vermutlich einzelgängerisch. Es gibt keine Hinweise auf Herdenverhalten und die Größe und Kraft des Tieres machten soziale Strukturen möglicherweise unnötig. Megatherium war wahrscheinlich ein langsames, bedächtiges Tier, das den größten Teil seiner Zeit mit Fressen und Ruhen verbrachte. Wenn es sich aufrichtete, konnte es an Vegetation gelangen, die für die meisten anderen Pflanzenfresser unerreichbar war. Es könnte auch Bäume umgestoßen haben, indem es sich mit seinem Gewicht gegen sie lehnte, um an höhere Äste zu kommen. Die Fortpflanzung von Megatherium ist weitgehend unbekannt, doch basierend auf Vergleichen mit heutigen Faultieren und anderen großen Säugetieren können wir annehmen, dass die Tragzeit lang war, möglicherweise über ein Jahr. Das Weibchen brachte vermutlich ein einzelnes Jungtier zur Welt, das über einen längeren Zeitraum bei der Mutter blieb. Die geringe Reproduktionsrate, typisch für große Tiere, machte Megatherium anfällig für Populationsrückgänge. Die ökologische Rolle von Megatherium war bedeutend.
Als großer Pflanzenfresser beeinflusste es die Vegetation erheblich. Es hielt Wälder offen, indem es Bäume fällte und Unterholz fraß, und schuf so Lebensräume für andere Arten. Sein Dunk diente als Nährstoffquelle und trug zur Verbreitung von Samen bei. Megatherium war auch potenzielle Beute für große Raubtiere. Säbelzahnkatzen wie Smilodon und große Bären könnten Jungtiere oder geschwächte Individuen gejagt haben, doch ein ausgewachsenes, gesundes Megatherium war mit seinen Krallen und seiner Größe eine gefährliche Beute. Die Interaktion zwischen Megatherium und frühen Menschen ist durch archäologische Funde belegt. In Südamerika wurden Knochen von Megatherium zusammen mit menschlichen Werkzeugen gefunden, und es gibt sogar Hinweise darauf, dass Menschen Megatherium jagten. An einigen Fundorten wurden Megatherium-Knochen mit Schnittspuren entdeckt, die eindeutig von Steinwerkzeugen stammen. Menschen nutzten das Fleisch, die Haut und möglicherweise auch die Knochen dieser gewaltigen Tiere. Wie intensiv die Bejagung war, ist schwer zu sagen, doch es ist wahrscheinlich, dass die Menschen einen erheblichen Druck auf die Megatherium-Populationen ausübten. Das Aussterben von Megatherium geschah vor etwa 8.000 bis 10.000 Jahren gegen Ende des Pleistozäns. Die Ursachen sind, wie bei vielen anderen Megafauna-Arten, vermutlich eine Kombination aus Klimawandel und menschlichem Einfluss. Die Klimaerwärmung am Ende der Eiszeit veränderte die Vegetation und reduzierte die Lebensräume, die Megatherium benötigte. Gleichzeitig breiteten sich die Menschen in Südamerika aus, verbesserten ihre Jagdtechniken und übten Druck auf die Megatherium-Populationen aus. Die langsame Reproduktionsrate von Megatherium machte es besonders anfällig für Überjagung. Schließlich verschwand Megatherium und mit ihm eine ganze Ära riesiger Bodenfaultiere. Heute sind die Riesenfaultiere ausgestorben, doch ihre fossilen Überreste, vor allem die beeindruckenden Skelette, die in Museen ausgestellt sind, zeugen von ihrer einstigen Existenz. Sie erinnern uns daran, dass Südamerika einst von Giganten bewohnt wurde, die in ihrer Form und Lebensweise einzigartig waren. Kapitel 5 – Wollhaar-Mammutkalb, die süßen Überlebenskünstler. Wir kehren zurück in die eisigen Landschaften des Nordens, doch diesmal richten wir unseren Blick auf die jüngsten der Mammutherde, die Wollhaar-Mammutkälber. Während wir bereits über die ausgewachsenen Mammuts gesprochen haben, über ihre Größe, ihre Stärke und ihre Anpassungen, verdienen die Kälber eine eigene Betrachtung, denn ihr Leben war geprägt von besonderen Herausforderungen und erstaunlichen Überlebensstrategien. Ein neugeborenes Wollhaar-Mammutkalb kam nach einer Tragzeit von etwa 22 Monaten zur Welt. Es wog bei der Geburt rund 90 Kilogramm, etwa so viel wie ein ausgewachsener Mensch, und war bereits von Kopf bis Fuß mit einem dichten, dunklen Fell bedeckt. Dieses Fell war lebensnotwendig, denn die Umgebung, in die das Kalb hineingeboren wurde, war alles andere als gastfreundlich. Die Temperaturen konnten weit unter dem Gefrierpunkt liegen, der Wind peitschte über die offene Steppe und Schnee bedeckte oft den Boden. Das dichte Fell schützte das Kalb vor der Kälte, und die Unterwolle, die sich unter den längeren Deckhaaren verbarg, isolierte zusätzlich. Das Kalb war bei der Geburt bereits relativ weit entwickelt. Es konnte innerhalb weniger Stunden stehen und seiner Mutter folgen, eine Fähigkeit, die in der rauen Umwelt entscheidend war. Raubtiere wie Höhlenlöwen, Wölfe und Hyänen lauerten stets, und ein Kalb, das nicht schnell auf den Beinen war, wurde leicht zur Beute. Die Mutter blieb eng bei ihrem Nachwuchs und die Herde bot zusätzlichen Schutz. Wollhaar-Mammutherden bestanden meist aus mehreren Weibchen und ihren Jungen, geführt von einer erfahrenen Leitkuh. Diese Gruppe bot Sicherheit in der Zahl, viele Augen, die nach Gefahren Ausschau hielten, viele Körper, die das Kalb umringen und schützen konnten. Die Ernährung des Kalbes begann mit der Muttermilch. Die Milch der Mammutmutter war reich an Fett und Nährstoffen, um das Kalb schnell wachsen zu lassen und es gegen die Kälte zu wappnen. Das Kalb saugte mehrmals täglich, und die Bindung zwischen Mutter und Kalb war tief und innig. Fossile Funde von Mutter-Kind-Paaren, die gemeinsam verendet sind, zeugen von dieser Verbindung. Die Mutter wachte über ihr Kalb, lehrte es, wo die beste Nahrung zu finden war, wie man Schnee beiseite schob, um an Gräser zu gelangen, und wie man sich vor Gefahren schützte. Mit den Monaten begann das Kalb,
neben der Milch auch feste Nahrung aufzunehmen. Es beobachtete seine Mutter und die anderen Herdenmitglieder, ahmte ihr Verhalten nach und lernte, welche Pflanzen essbar waren und wie man sie am effizientesten fraß. Das Entwöhnen war ein gradueller Prozess, der mehrere Jahre dauern konnte. Auch nach dem Abstillen blieb das junge Mammut bei seiner Mutter und der Herde lernte weiter und wuchs heran. Das Leben eines Mammutkalbes war gefährlich. Raubtiere waren eine ständige Bedrohung. Höhlenlöwen, die größten Katzen ihrer Zeit, jagten gerne junge Mammuts, die noch nicht die volle Größe und Stärke ihrer erwachsenen Artgenossen erreicht hatten. Wolfsrudel, die koordiniert und ausdauernd jagten, konnten ein einzelnes Kalb von der Herde trennen und überwältigen. Selbst Hyänen, die als Aasfresser gelten, jagten gelegentlich junge oder schwache Tiere. Die Herde war der beste Schutz. Die erwachsenen Mammuts bildeten einen Ring um die Jungen, die großen Bullen stellten sich den Angreifern entgegen und die Leitkuh koordinierte die Verteidigung. Doch nicht nur Raubtiere waren eine Gefahr. Das Klima selbst war lebensbedrohlich. Strenge Winter, in denen die Temperaturen auf -50 Grad sanken, forderten ihren Tribut. Kälber, die nicht genug Fett angesetzt hatten oder deren Fell nicht dicht genug war, erfroren. Schneestürme konnten die Sicht nehmen und die Herde trennen, und ein verlorenes Kalb hatte kaum Überlebenschancen. Auch Nahrungsmangel war ein Problem. In harten Wintern, wenn der Schnee tief lag und die Vegetation knapp war, litten alle Herdenmitglieder. Doch die Jungen, die noch wuchsen und viel Energie benötigten, waren besonders gefährdet. Trotz all dieser Gefahren waren Mammutkälber bemerkenswerte Überlebenskünstler. Ihre Anpassungen, ihre engen familiären Bindungen und der Schutz der Herde gaben ihnen eine Chance. Viele Kälber erreichten das Erwachsenenalter und trugen so dazu bei, dass die Art über Jahrtausende hinweg bestehen konnte. Sie lernten von den erfahrenen Tieren der Herde, wo die besten Weidegründe lagen, wie man gefährliche Situationen erkannte und wie man in der rauen Umwelt überlebte. Die fossilen Überreste von Mammutkalbern sind selten und kostbar. Einige der bekanntesten Funde stammen aus Sibirien, wo im Permafrost konservierte Kälber geborgen wurden. Diese Funde, wie das berühmte Kalb Ljuba, das vor etwa 42.000 Jahren starb und erstaunlich gut erhalten ist, geben uns einzigartige Einblicke in das Leben dieser jungen Tiere. Wir können ihre Anatomie im Detail studieren, ihre letzten Mahlzeiten analysieren und sogar ihre DNA untersuchen. Diese Erkenntnisse helfen uns zu verstehen, wie Mammutkälber aufwuchsen, was sie fraßen und welchen Herausforderungen sie begegneten. Die ökologische Rolle der Mammutkälber war, obwohl sie jung waren, nicht unbedeutend. Als Teil der Herde trugen sie zur Dynamik der Population bei. Ihre Anwesenheit motivierte die Herde, sich zu bewegen, neue Weidegründe zu suchen und zusammenzubleiben. Sie waren die Zukunft der Art, und ihr Überleben war entscheidend für den Fortbestand der Mammuts. Das Aussterben der Mammuts betraf natürlich auch die Kälber. Als die Populationen schrumpften, sank die Zahl der Geburten, und die wenigen Kälber, die noch geboren wurden, hatten es noch schwerer, in einer sich schnell verändernden Welt zu überleben. Der Verlust von Lebensraum, die schwindende Nahrung und der zunehmende Druck durch menschliche Bejagung führten dazu, dass immer weniger Kälber das Erwachsenenalter erreichten. Schließlich, vor etwa 10.000 Jahren auf dem Festland und vor etwa 4.000 Jahren auf den letzten Inseln, starben die Mammuts aus, und mit ihnen verschwanden auch die Bilder der kleinen, pelzigen Kälber, die einst durch die eisigen Landschaften tappten. Heute erinnern uns die fossilen Überreste dieser Kälber daran, dass selbst in den härtesten Umgebungen das Leben einen Weg findet. Die Mammutkälber waren Symbole der Hoffnung und der Anpassungsfähigkeit, und ihr Schicksal ist eng mit dem ihrer gesamten Art verwoben. Kapitel 6 – Riesenhirsch, Megaloceros, die Geweihriesen der Eiszeit. Wir wenden uns nun einem der beeindruckendsten Pflanzenfresser der Eiszeit zu, einem Tier, dessen Erscheinung fast surreal wirkt, dem Riesenhirsch, wissenschaftlich als Megaloceros gigantis bekannt, oft auch als irischer Elch bezeichnet, obwohl er weder ausschließlich in Irland lebte, noch ein Elch war. Megaloceros war ein wahrer Gigant unter den Hirschen, und sein Geweih zählt zu den gewaltigsten Strukturen,
die jemals von einem landlebenden Tier getragen wurden. Megaloceros lebte während des Pleistozäns, vor etwa 400.000 bis vor etwa 11.000 Jahren. Sein Verbreitungsgebiet erstreckte sich über weite Teile Europas und Asiens, von Irland im Westen bis nach Sibirien im Osten. Es bewohnte offene Graslandschaften, lichte Wälder und Buschland, Lebensräume, die reich an Vegetation waren und ausreichend Platz für ein Tier dieser Größe boten. Megaloceros erreichte eine Schulterhöhe von etwa 2 Metern und ein Gewicht von bis zu 700 Kilogramm. Es war damit größer als die meisten heutigen Hirscharten. Doch was Megaloceros wirklich außergewöhnlich machte, war sein Geweih. Das Geweih der männlichen Tiere konnte eine Spannweite von bis zu 3,5 Metern erreichen und wog etwa 40 Kilogramm. Es war palmförmig, das heißt, die Stangen verbreiterten sich zu flachen, schaufelartigen Strukturen, die mit zahlreichen Zacken besetzt waren. Dieses Geweih war nicht nur ein Schmuckstück, es war ein Zeichen von Stärke, Gesundheit und Fitness, ein Signal an Rivalen und potenzielle Partnerinnen. Der Körperbau von Megaloceros war kräftig und muskulös. Um das enorme Gewicht des Geweihs tragen zu können, besaß es eine starke Nackenmuskulatur und einen robusten Schädel. Die Vorderbeine waren kräftig, die Schultern breit. Das Fell war vermutlich dicht und im Winter länger, um Schutz vor Kälte zu bieten. Fossilisierte Hautabdrücke sind selten, doch Vergleiche mit heutigen Hirschen legen nahe, dass Megaloceros ein braunes bis rötliches Fell hatte, möglicherweise mit helleren Bereichen am Bauch und an den Beinen. Der Lebensraum von Megaloceros war geprägt von offenen Landschaften. Es bevorzugte Gebiete mit reichlich Gräsern, Kräutern und niedrigen Sträuchern, wo es ausreichend Nahrung finden und sein großes Geweih ungehindert tragen konnte. Dichte Wälder waren für Megaloceros problematisch, da das Geweih sich leicht in Ästen verfangen konnte. Daher mied es vermutlich geschlossene Waldgebiete und hielt sich in offeneren Habitaten auf. Die Ernährung von Megaloceros bestand hauptsächlich aus Gräsern, Kräutern, Blättern und jungen Trieben. Es war ein Weidegänger, ähnlich wie heutige Hirsche, und verbrachte den größten Teil des Tages mit Fressen. Die Zähne waren an eine pflanzliche Diät angepasst, mit hochkronigen Backenzähnen, die zum Zerkleinern faseriger Nahrung geeignet waren. Megaloceros musste große Mengen an Nahrung zu sich nehmen, um seinen massiven Körper und das energieintensive Wachstum seines Geweihs zu versorgen. Das Geweih von Megaloceros wuchs jedes Jahr neu. Im Frühjahr nach dem Abwerfen des alten Geweihs begann das neue Geweih zu wachsen, zunächst bedeckt von einer samtartigen Haut, die reich an Blutgefäßen war und das wachsende Gewebe mit Nährstoffen versorgte. Innerhalb weniger Monate erreichte das Geweih seine volle Größe. Der Bast trocknete ein und wurde abgestreift, und das harte, knöcherne Geweih kam zum Vorschein. Dieser Prozess war energetisch äußerst kostspielig. Das Wachstum eines solchen Geweihs erforderte enorme Mengen an Calcium, Phosphor und anderen Mineralien, und nur die kräftigsten, gesündesten Männchen konnten die größten Geweihe produzieren. Das Geweih diente mehreren Zwecken. Primär war es ein Instrument der innerartlichen Konkurrenz. Während der Brunftzeit, die vermutlich im Herbst stattfand, kämpften die Männchen um die Gunst der Weibchen. Sie maßen sich in ritualisierten Kämpfen, bei denen sie ihre Geweihe gegeneinander stemmten und versuchten, den Gegner zurückzudrängen. Diese Kämpfe waren meist nicht tödlich, sondern dienten dazu, Dominanz zu etablieren. Das größere Geweih signalisierte Stärke, und oft entschieden sich die Kämpfe bereits durch bloßes Imponiergehabe, ohne dass es zu einem tatsächlichen Kräftemessen kam. Das Sozialverhalten von Megaloceros lässt sich aus fossilen Funden und Vergleichen mit heutigen Hirschen ableiten. Weibchen und Jungtiere lebten vermutlich in kleinen Gruppen, während die Männchen außerhalb der Brunftzeit eher einzelgängerisch waren oder sich in lockeren Männergruppen zusammenschlossen. Die Bindungen zwischen den Weibchen und ihren Kälbern waren eng, und die Mütter beschützten ihre Jungen vor Gefahren. Die Fortpflanzung von Megaloceros folgte wahrscheinlich einem saisonalen Muster. Nach der Brunft im Herbst und einer Tragzeit von etwa 8 Monaten brachte das Weibchen im späten Frühjahr oder Frühsommer ein einzelnes Kalb zur Welt, selten Zwillinge.
Das Kalb war bei der Geburt bereits relativ weit entwickelt, konnte schnell stehen und seiner Mutter folgen. Es wurde über mehrere Monate gesäugt und begann dann, feste Nahrung aufzunehmen. Die ökologische Rolle von Megaloceros war bedeutend. Als großer Pflanzenfresser beeinflusste es die Vegetation, hielt Graslandschaften offen und trug zur Nährstoffverteilung bei. Es war auch Beute für große Raubtiere. Höhlenlöwen, Wölfe und möglicherweise auch Hyänen jagten gelegentlich Megaloceros, vor allem junge, alte oder geschwächte Tiere. Doch ein ausgewachsenes, gesundes Männchen mit seinem gewaltigen Geweih war eine formidable Beute, und Raubtiere näherten sich nur mit Vorsicht. Die Interaktion zwischen Megaloceros und frühen Menschen ist durch archäologische Funde belegt. In Europa wurden Höhlenmalereien entdeckt, die Megaloceros darstellen, ein Zeichen dafür, dass diese Tiere in der Kultur und im Leben der frühen Menschen eine Rolle spielten. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Menschen Megaloceros jagten. Knochen mit Schnittspuren und andere Belege menschlicher Nutzung wurden an mehreren Fundorten entdeckt. Das Fleisch, die Haut und die Geweihe wurden vermutlich genutzt, wobei die Geweihe möglicherweise auch als Werkzeuge oder symbolische Objekte dienten. Das Aussterben von Megaloceros geschah vor etwa 11.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit. Die Ursachen sind vermutlich eine Kombination aus Klimawandel und menschlichem Einfluss. Die Erwärmung des Klimas führte zu einer Veränderung der Vegetation. Offene Graslandschaften wurden von Wäldern verdrängt und die Lebensräume, die Megaloceros benötigte, schrumpften. Zudem könnte das große Geweih, das in offenen Landschaften ein Vorteil war, in dichterer Vegetation zum Nachteil geworden sein. Die menschliche Bejagung könnte ebenfalls eine Rolle gespielt haben, indem sie den Druck auf bereits geschwächte Populationen erhöhte. Schließlich verschwand Megaloceros und mit ihm eine der eindrucksvollsten Erscheinungen der Eiszeit. Heute sind die Riesenhirsche ausgestorben, doch ihre fossilen Überreste, vor allem die gewaltigen Geweihe, die in Mooren und Torflagern Irlands und anderer Regionen gefunden wurden, faszinieren uns weiterhin. Sie erinnern uns daran, dass die Evolution manchmal Strukturen hervorbringt, die in ihrer Pracht und Größe fast unglaublich erscheinen. Kapitel 7 Eiszeitwolf, Rudeljäger im Schnee. Wir wenden uns nun einem Raubtier zu, das nicht durch gewaltige Größe, sondern durch Intelligenz, Ausdauer und soziale Zusammenarbeit überlebte, dem Eiszeitwolf. Der Begriff Eiszeitwolf ist allerdings etwas irreführend, denn es gab nicht eine einzelne Art, die diesen Namen trug. Vielmehr handelt es sich um verschiedene Wolfspopulationen und Unterarten, die während des Pleistozäns in den kalten Regionen Europas, Asiens und Nordamerikas lebten. Sie waren die Vorfahren und nahen Verwandten der heutigen Wölfe, Canis lupus, und teilten viele Merkmale mit ihnen, doch sie waren an die extremen Bedingungen der Eiszeit angepasst. Das Fell des Eiszeitwolfs war dicht und lang, eine Anpassung an die Kälte. Es bestand aus einer dicken Unterwolle, die isolierend wirkte, und längeren Deckhaaren, die Schnee und Nässe abhielten. Die Färbung war wahrscheinlich variabel, von grau über braun bis zu fast weißen Tönen, abhängig von der Region und der Jahreszeit. Ein helles Fell bot in schneereichen Gebieten Tarnung, während dunklere Töne in weniger verschneiten Regionen von Vorteil sein konnten. Der Lebensraum der Eiszeitwölfe war ebenso vielfältig wie das Verbreitungsgebiet. Sie bewohnten offene Tundren, Steppen, lichte Wälder und Buschland. In Europa streiften sie durch die Mammutsteppe, in Asien durch ähnliche Landschaften und in Nordamerika durchstreiften sie weite Teile des Kontinents. Das Klima war hart, mit langen, kalten Wintern und kurzen Sommern, doch die Wölfe waren perfekt daran angepasst. Die Ernährung der Eiszeitwölfe bestand aus Fleisch. Sie waren Karnivoren, spezialisiert auf die Jagd von großen Pflanzenfressern. Ihre Beute umfasste Rentiere, Pferde, Bisons, junge Mammuts, Hirsche und viele andere Arten. Die Jagdstrategie der Wölfe basierte auf Zusammenarbeit. Ein einzelner Wolf hätte kaum eine Chance gegen ein ausgewachsenes Rehen oder einen Bison, doch ein Rudel, das koordiniert und ausdauernd vorging, konnte selbst große Tiere erlegen. Das Rudel war die Grundlage des Erfolgs der Eiszeitwölfe.
Ein typisches Wolfsrudel bestand aus einem Alpha-Paar, ihren Nachkommen verschiedener Jahrgänge und gelegentlich einigen anderen Verwandten. Die Größe eines Rudels variierte, konnte aber 10 oder mehr Individuen umfassen. Innerhalb des Rudels herrschte eine klare Hierarchie, die durch Körpersprache, Lautäußerungen und gelegentliche Rangkämpfe aufrechterhalten wurde. Das Alpha-Paar führte das Rudel, traf Entscheidungen über Jagd und Wanderungen und hatte exklusive Fortpflanzungsrechte. Die Jagd war ein komplexer Prozess, der Planung, Kommunikation und Ausdauer erforderte. Das Rudel begann mit der Suche nach Beute, oft über weite Strecken. Sobald eine geeignete Herde gefunden war, begannen die Wölfe, die Tiere zu beobachten und zu beurteilen. Sie suchten nach schwachen, jungen, alten oder kranken Individuen, die leichter zu überwältigen waren. Dann begann die Verfolgungsjagd. Wölfe sind Ausdauerjäger. Sie können über lange Distanzen ein gleichmäßiges Tempo halten und ihre Beute ermüden. Die Jagd konnte Stunden dauern mit den Wölfen, die stetig folgten, während die Beute zu fliehen versuchte. Sobald die Beute erschöpft war, griffen die Wölfe an. Sie arbeiteten zusammen, einige lenkten ab, andere griffen die Flanken oder die Hinterläufe an, und schließlich wurde das Tier zu Boden gebracht. Der Tötungsbiss zielte meist auf die Kehle oder die Schnauze, um die Beute zu ersticken oder lebenswichtige Blutgefäße zu durchtrennen. Nach der erfolgreichen Jagd fraß das Rudel gemeinsam, wobei die Hierarchie auch hier eine Rolle spielte. Das Alpha-Paar fraß zuerst, gefolgt von den ranghöheren Mitgliedern, und schließlich durften die jüngeren Tiere fressen. Das Sozialverhalten der Eiszeitwölfe war komplex und faszinierend. Innerhalb des Rudels herrschte eine enge Bindung. Die Tiere kommunizierten durch Heulen, Knurren, Winseln und eine Vielzahl von Körperhaltungen. Heulen diente dazu, das Rudel zusammenzuhalten, Territorien zu markieren und andere Rudel zu warnen. Die Bindungen zwischen den Rudelmitgliedern waren stark und sie zeigten soziale Verhaltensweisen wie gegenseitige Fellpflege, Spielen und gemeinsame Aufzucht der Jungen. Die Fortpflanzung war meist auf das Alpha-Paar beschränkt. Im späten Winter, oft im Februar oder März, paarte sich das Paar. Nach einer Tragzeit von etwa 2 Monaten brachte das Weibchen im Frühjahr 4 bis 6 Welpen zur Welt, manchmal mehr. Die Welpen wurden in einem geschützten Bau geboren, oft einer Höhle oder einem selbst gegrabenen Erdloch. Sie waren bei der Geburt blind, taub und völlig hilflos. Die Mutter säugte sie und das gesamte Rudel half bei der Aufzucht. Ältere Geschwister und andere Rudelmitglieder brachten Nahrung zur Mutter und später zu den Welpen, bewachten den Bau und lehrten die Jungen die Fähigkeiten, die sie zum Überleben brauchten. Die ökologische Rolle der Eiszeitwölfe war entscheidend. Als Spitzenprädatoren regulierten sie die Population der Pflanzenfresser, hielten diese gesund, indem sie kranke und schwache Tiere erbeuteten und verhinderten Überweidung. Sie beeinflussten das Verhalten ihrer Beutetiere, trieben Herden von einem Gebiet ins andere und schufen so Dynamik in der Landschaft. Ihre Überreste von Beute dienten auch als Nahrungsquelle für Aasfresser, wie Füchse, Raben und Adler. Die Interaktion zwischen Eiszeitwölfen und frühen Menschen war komplex. Menschen und Wölfe waren Konkurrenten, die oft um die gleiche Beute kämpften. Doch es gibt auch Hinweise darauf, dass frühe Menschen von Wölfen gejagtes Wild nutzten, indem sie Kadaver übernahmen oder Wölfe von ihrer Beute vertrieben. Umgekehrt könnten Wölfe menschliche Jagdlager aufgesucht haben, um Essensreste zu erbeuten. Mit der Zeit könnte aus dieser Beziehung eine engere Verbindung entstanden sein, die schließlich zur Domestikation des Wolfes und zur Entstehung des Hundes führte. Der genaue Zeitpunkt und Ort dieser Domestikation ist noch Gegenstand der Forschung, doch es ist wahrscheinlich, dass sie während der Eiszeit begann, als Menschen und Wölfe in engem Kontakt lebten. Das Aussterben der spezifischen Eiszeitwolfpopulation ist schwer zu datieren, da sie genetisch in die heutigen Wölfe übergingen. Manche Linien, wie der Dire-Wolf in Nordamerika, starben aus, doch die Vorfahren der heutigen Grauwölfe überlebten und passten sich an die sich verändernden Bedingungen an. Die Klimaerwärmung am Ende der Eiszeit veränderte die Lebensräume, viele große Beutetiere starben aus, und die Wölfe mussten sich anpassen.
Sie wurden kleiner, flexibler in ihrer Ernährung und breiteten sich in neue Lebensräume aus. Heute leben Wölfe noch immer in vielen Teilen der Welt, ein Zeugnis ihrer Anpassungsfähigkeit und Überlebensfähigkeit. Die Eiszeitwölfe erinnern uns daran, dass Erfolg nicht immer von Größe oder Stärke abhängt, sondern von Zusammenarbeit, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Sie waren Meister ihres Fachs, Jäger, die durch soziale Bindungen und strategisches Denken überlebten und ihre Gene bis in die heutige Zeit trugen. Kapitel 8 Riesenbison, Bison latifrons, starke Herden der Urzeit. Wir wenden uns nun einem der gewaltigsten Pflanzenfresser Nordamerikas zu, einem Tier, dessen Größe selbst die heutigen Bisons weit in den Schatten stellt, dem Riesenbison, Bison latifrons. Dieser Urbison, auch als Steppenbison oder Longhornbison bekannt, war ein Koloss der Eiszeit, ein Tier von beeindruckender Kraft und Stärke, das in riesigen Herden über die Weiten Nordamerikas zog. Bison latifrons lebte während des mittleren bis späten Pleistozäns vor etwa 250.000 bis vor etwa 20.000 Jahren. Er war deutlich größer als die heutigen amerikanischen Bisons, Bison. Ein ausgewachsener Bulle von Bison latifrons erreichte eine Schulterhöhe von bis zu 2,5 Metern und ein Gewicht von über einer Tonne, manche Schätzungen gehen sogar bis zu 2000 Kilogramm. Das auffälligste Merkmal waren die Hörner. Während moderne Bisons kurze, nach oben gebogene Hörner haben, besaß Bison latifrons lange, nach außen geschwungene Hörner, die eine Spannweite von bis zu 2,5 Metern erreichen konnten. Diese Hörner waren nicht nur imposant, sie dienten auch als Waffen zur Verteidigung und bei Rangkämpfen. Der Körperbau von Bison latifrons war massiv und kräftig. Der Rumpf war breit und tief, die Beine kräftig und stabil. Ein charakteristisches Merkmal der Bisons ist der hohe Buckel über den Schultern, der durch verlängerte Dornfortsätze der Wirbelknochen entsteht und als Ansatzstelle für kräftige Nacken- und Rückenmuskeln dient. Dieser Buckel war bei Bison latifrons besonders ausgeprägt. Das Fell war dicht und zottig, vor allem an Kopf, Hals und Schultern, wo es eine Art Mähne bildete. Diese Mähne bot Schutz vor Kälte und möglicherweise auch eine zusätzliche Polsterung bei Kämpfen. Der Lebensraum von Bison latifrons waren die weiten Graslandschaften Nordamerikas. Während der Eiszeit erstreckte sich eine riesige Steppenlandschaft über große Teile des Kontinents, eine offene, grasreiche Umgebung, die ideale Bedingungen für große Weidegänger bot. Bison latifrons wanderte in Herden durch diese Landschaften, folgte den Jahreszeiten und der Verfügbarkeit von Nahrung. Im Sommer zogen die Herden nach Norden, wo die Vegetation üppig wuchs. Im Winter kehrten sie in südlichere Regionen zurück, wo die Bedingungen milder waren. Die Ernährung von Bison latifrons bestand hauptsächlich aus Gräsern. Es war ein hochspezialisierter Grasfresser, ähnlich wie die heutigen Bisons. Mit seinen breiten, flachen Backenzähnen konnte es zähes, faseriges Gras effizient zerkleinern, und sein Verdauungssystem war an eine grasreiche Diät angepasst. Bisons sind Wiederkäuer, das heißt, sie besitzen einen mehrkammerigen Magen, in dem Mikroorganismen die Zellulose der pflanzlichen Nahrung aufbrechen. Diese Anpassung ermöglichte es ihnen, aus nährstoffarmen Gräsern Energie zu gewinnen. Das Verhalten von Bison latifrons lässt sich aus fossilen Funden und Vergleichen mit heutigen Bisons ableiten. Es lebte in großen Herden, die aus Hunderten oder sogar Tausenden von Individuen bestehen konnten. Diese Herden boten Schutz vor Raubtieren, viele Augen und Ohren, die Gefahren frühzeitig erkannten, und die schiere Masse der Tiere, die es Raubtieren schwer machte, einzelne Individuen zu isolieren. Innerhalb der Herde gab es eine soziale Struktur. Kühe und ihre Kälber bildeten den Kern, während die Bullen oft in Junggesellengruppen lebten und nur zur Paarungszeit zu den Kuhherden stießen. Die Brunftzeit, auch Rut genannt, fand wahrscheinlich im Spätsommer oder Herbst statt. Während dieser Zeit konkurrierten die Bullen um die Gunst der Kühe. Sie maßen sich in beeindruckenden Kämpfen, bei denen sie mit ihren gewaltigen Hörnern gegeneinander stießen. Diese Kämpfe waren laut, staubig und eindrucksvoll.
dienten aber meist dazu, Dominanz zu etablieren, ohne schwere Verletzungen zu verursachen. Der stärkste Bulle gewann das Recht, sich mit den Kühen zu paaren. Die Fortpflanzung folgte einem saisonalen Muster. Nach einer Tragzeit von etwa 9 Monaten brachte die Kuh im späten Frühjahr ein einzelnes Kalb zur Welt. Das Kalb war bei der Geburt bereits recht groß und konnte innerhalb kurzer Zeit stehen und der Herde folgen, eine Notwendigkeit in einer Umgebung, in der Raubtiere lauerten. Die Kuh säugte ihr Kalb über mehrere Monate, und das Kalb blieb eng bei seiner Mutter, bis es selbstständig war. Die ökologische Rolle von Bison latifrons war enorm. Als einer der häufigsten und größten Pflanzenfresser Nordamerikas prägte es die Landschaft erheblich. Die großen Herden beweideten die Gräser, verhinderten, dass Sträucher und Bäume überhand nahmen und schufen so offene Lebensräume für viele andere Arten. Ihr Dung düngte den Boden und verbreitete Samen, und ihre Wanderungen schufen Pfade und Bereiche mit unterschiedlicher Vegetationsdichte. Bison latifrons war auch eine wichtige Beute für die großen Raubtiere der Eiszeit. Säbelzahnkatzen wie Smilodon, amerikanische Löwen, Diere-Wölfe und Kurzschnauzenbären jagten Bisons, vor allem junge, alte oder geschwächte Tiere. Doch ein ausgewachsener, gesunder Bulle war eine gefährliche Beute. Mit seinen Hörnern, seiner Größe und seiner Aggression konnte er sich effektiv verteidigen. Die Interaktion zwischen Bison latifrons und frühen Menschen ist gut dokumentiert. Menschen, die nach Nordamerika einwanderten, fanden in den Bisons eine reiche Nahrungsquelle. Archäologische Fundstellen, sogenannte Bison Jumps oder Bisonjagdstätten, zeigen, dass Menschen Bisons in großem Stil jagten. Eine Technik bestand darin, Herden in Panik zu versetzen und sie über Klippen zu treiben, wo viele Tiere abstürzten und getötet wurden. Eine andere Methode war die Treibjagd, bei der Herden in Engpässe oder Fallen geleitet wurden. Menschen nutzten nahezu jeden Teil des Bisons: Fleisch als Nahrung, Felle als Kleidung und Unterkunft, Knochen als Werkzeuge und Waffen, Sehnen als Schnüre, und selbst die Hufe und Hörner fanden Verwendung. Das Aussterben von Bison latifrons geschah vor etwa 20.000 Jahren, doch es war kein vollständiges Aussterben im klassischen Sinne. Vielmehr entwickelte sich Bison latifrons zu kleineren Formen weiter, darunter Bison antiquus und schließlich zu dem heutigen amerikanischen Bison, Bison bison. Die Gründe für diese evolutionäre Verkleinerung sind nicht vollständig geklärt, könnten aber mit Klimaveränderungen, Veränderungen in der Vegetation und möglicherweise auch mit dem Jagddruck durch Menschen zusammenhängen. Kleinere Körpergrößen könnten energetisch effizienter gewesen sein in einer sich verändernden Welt, in der Nahrung knapper wurde. Heute sind die Riesenbisons ausgestorben, doch ihre Nachfahren, die amerikanischen Bisons, leben noch immer, wenn auch in viel geringerer Zahl als einst. Die fossilen Überreste von Bison latifrons, die in vielen Teilen Nordamerikas gefunden wurden, erinnern uns an eine Zeit, als Herden von gewaltigen Bisons die Ebenen durchstreiften, eine Zeit, in der das Land noch wild und unberührt war. Kapitel 9: Eisbärvorfahre, eisige Raubtiere am Pol. Wir verlassen nun die gemäßigteren Regionen und begeben uns an einen der unwirtlichsten Orte der Erde, die Arktis, jene eisige Welt am Nordpol, wo das Meer gefriert und das Land monatelang in Dunkelheit gehüllt ist. Hier, in dieser extremen Umgebung, entwickelte sich ein Raubtier, das perfekt an ein Leben auf Eis und Schnee angepasst ist: der Eisbär. Doch der Eisbär, wie wir ihn heute kennen, Ursus maritimus, ist eine relativ junge Art. Seine Vorfahren, die Ureisbären, entwickelten sich während des Pleistozäns aus Braunbärenpopulationen, die sich zunehmend auf die arktischen Regionen spezialisierten. Die Evolution des Eisbären ist ein faszinierendes Beispiel für rasche Anpassung. Genetische Studien legen nahe, dass sich Eisbären vor etwa 400 bis 600.000 Jahren von den Braunbären abspalteten, möglicherweise sogar noch früher. Während der Eiszeiten, als die Gletscher wuchsen und die Arktis sich ausdehnte, gab es Braunbärenpopulationen, die sich immer weiter nach Norden ausbreiteten und sich an die Jagd auf Robben und andere marine Säugetiere anpassten. Über Generationen hinweg entwickelten diese Bären Merkmale,
die sie zu den heutigen Eisbären machten. Weißes Fell, einen längeren Hals, kleinere Ohren, eine veränderte Schädelform und einen völlig auf Fleischnahrung spezialisierten Stoffwechsel. Die Eisbärvorfahren waren größer als die meisten heutigen Braunbären. Ein ausgewachsener männlicher Ureisbär konnte eine Länge von über 3 Metern erreichen und ein Gewicht von 600 bis 800 Kilogramm. Manche Individuen wurden noch schwerer. Das Fell war dicht, weiß bis gelblich und bestand aus langen, hohlen Haaren, die isolierend wirkten und gleichzeitig Sonnenlicht zur Haut durchließen, wo es in Wärme umgewandelt wurde. Unter dem Fell lag eine dicke Fettschicht, die zusätzlich isolierte und als Energiespeicher diente. Der Körperbau der Ureisbären war an ein Leben im Wasser und auf Eis angepasst. Der Hals war länger als bei Braunbären, eine Anpassung, die es ihnen ermöglichte, Robben in deren Atemlöchern im Eis zu jagen. Die Pfoten waren groß und breit, mit teilweise Schwimmhäuten zwischen den Zehen, ideal zum Schwimmen und zum Gehen auf Eis und Schnee. Die Krallen waren kräftig und gebogen, perfekt zum Greifen und Festhalten glitschiger Beute. Der Lebensraum der Eisbärvorfahren war die Arktis, eine Welt aus Meereis, Schnee und karger Tundra. Diese Umgebung war extrem, Temperaturen, die auf -50 Grad und tiefer sanken, monatelange Dunkelheit im Winter und ebenso lange Helligkeit im Sommer. Doch die Ureisbären waren perfekt angepasst. Sie waren Nomaden, die den Bewegungen des Meereises und ihrer Beute folgten. Die Ernährung der Eisbärvorfahren bestand hauptsächlich aus Robben. Ringelrobben und Bartrobben waren ihre Hauptbeute, reich an Fett und Energie, ideal für ein Leben in der Kälte. Die Jagdstrategie war geduldig und präzise. Eisbären lauerten an Atemlöchern, wo Robben auftauchen mussten, um Luft zu holen. Wenn eine Robbe erschien, schlug der Bär mit gewaltiger Kraft zu, zog die Robbe aus dem Wasser und tötete sie mit einem Biss. Eine andere Methode war das Schleichjagen. Der Bär näherte sich einer auf dem Eis ruhenden Robbe, nutzte Schnee- und Eisformationen als Deckung und sprang im letzten Moment zu. Diese Jagd erforderte Geduld, Tarnung und explosionsartige Geschwindigkeit. Eisbären fraßen vor allem das fettreiche Fleisch und die Haut der Robben, weniger die Muskeln. Das Fett lieferte die Energie, die notwendig war, um in der extremen Kälte zu überleben. In Zeiten, in denen Robben knapp waren, konnten Eisbären auch Walreste, gestrandete Wale, Vögel und deren Eier fressen. Doch Robben blieben die bevorzugte Nahrung. Das Verhalten der Eisbärvorfahren war weitgehend einzelgängerisch. Eisbären sind, abgesehen von Müttern mit ihren Jungen und kurzen Paarungszeiten, Einzelgänger. Sie durchstreifen riesige Gebiete auf der Suche nach Nahrung und ihr Territorium kann Tausende von Quadratkilometern umfassen. Dennoch gibt es Zeiten, in denen mehrere Bären zusammenkommen, etwa wenn eine große Beute wie ein gestrandeter Wal vorhanden ist. In solchen Situationen zeigen sie eine erstaunliche Toleranz, fressen gemeinsam und vermeiden meist Kämpfe. Die Fortpflanzung der Eisbären folgte einem besonderen Muster. Die Paarungszeit fand im Frühling statt, im April oder Mai. Männchen suchten nach paarungsbereiten Weibchen und es kam zu Konkurrenz unter den Männchen. Nach der Paarung verzögerte sich die Einnistung der befruchteten Eizelle, ein Phänomen, das als Keimruhe bekannt ist. Erst im Herbst, wenn das Weibchen genug Fett angesammelt hatte, nistete sich die Eizelle ein und die eigentliche Entwicklung des Embryos begann. Im Hochwinter, meist im Dezember oder Januar, grub sich das Weibchen eine Höhle in den Schnee, eine sogenannte Wurfhöhle, und brachte dort 1 bis 3 winzige Junge zur Welt. Die Jungen waren bei der Geburt extrem klein, nur etwa 600 Gramm schwer, blind und hilflos. Die Mutter säugte sie in der Höhle über mehrere Monate, während sie selbst fastete und von ihren Fettreserven lebte. Im Frühjahr, wenn die Jungen größer und kräftiger waren, verließ die Familie die Höhle. Die Mutter führte ihre Jungen aufs Eis und lehrte sie die Kunst der Robbenjagd. Die Jungen blieben etwa 2,5 Jahre bei ihrer Mutter, eine der längsten Bindungen in der Bärenwelt. Die ökologische Rolle der Eisbärvorfahren war die eines Spitzenpredators in der Arktis. Sie regulierten die Robbenpopulation, beeinflussten das Verhalten ihrer Beute
und waren ein integraler Teil des arktischen Ökosystems. Ihre Reste dienten auch als Nahrung für Aasfresser wie Füchse und Raben. Die Interaktion zwischen Eisbärvorfahren und frühen Menschen in der Arktis ist schwer zu dokumentieren, da Menschen erst relativ spät in die arktischen Regionen vordrangen. Die ersten Inuit und andere arktische Völker entwickelten eine komplexe Beziehung zu Eisbären. Sie jagten sie gelegentlich wegen des Fells und des Fleisches, respektierten sie aber auch als mächtige und gefährliche Raubtiere. Eisbären wurden in der Kultur und Mythologie dieser Völker oft verehrt. Das Schicksal der Eisbärvorfahren war, sich weiterzuentwickeln zu den heutigen Eisbären. Anders als viele andere Eiszeittiere starben sie nicht aus, sondern passten sich weiter an die sich verändernden Bedingungen an. Heute sind Eisbären jedoch durch den modernen Klimawandel bedroht. Das Meereis, auf dem sie jagen, schmilzt zunehmend, und ihre Zukunft ist ungewiss. Die Eisbärvorfahren überlebten die Eiszeiten, doch ob ihre Nachfahren das Anthropozän überleben, hängt von Entscheidungen ab, die wir heute treffen. Kapitel 10 Riesenhirsche. Eukladoceros, gigantische Geweihmonster. Wir kehren zurück nach Europa und wenden uns einem weiteren beeindruckenden Hirsch zu, der neben Megaloceros lebte, jedoch weniger bekannt ist. Eukladoceros, ein Genus von Riesenhirschen, das während des Pliozäns und frühen Pleistozäns lebte, vor etwa 2,5 Millionen bis vor etwa 1 Million Jahren. Eukladoceros war in vielerlei Hinsicht ein Vorgänger von Megaloceros, und seine Geweihe waren ebenso beeindruckend, wenn auch in ihrer Form unterschiedlich. Eukladoceros-Arten erreichten eine beträchtliche Größe, vergleichbar mit großen heutigen Hirschen oder sogar größer. Ein ausgewachsenes Tier konnte eine Schulterhöhe von bis zu 1,60 Metern erreichen und mehrere 100 Kilogramm wiegen. Das Geweih war gewaltig, verzweigt und komplex, mit vielen Enden und Zacken. Anders als das palmförmige Geweih von Megaloceros war das Geweih von Eukladoceros eher verzweigt, mit langen Stangen und zahlreichen Abzweigungen. Einige Arten von Eukladoceros hatten Geweihe mit über 20 Enden, ein wahres Geweihmonster. Der Körperbau von Eukladoceros war robust und muskulös. Die Vorderbeine waren kräftig, um das Gewicht des Geweihs zu tragen, und der Hals war stark entwickelt. Das Fell war vermutlich dicht und im Winter länger, um Schutz vor Kälte zu bieten. Die Färbung lässt sich nur vermuten, doch ähnlich wie bei heutigen Hirschen war es wahrscheinlich braun bis rotbraun, möglicherweise mit helleren Bereichen am Bauch und an den Beinen. Der Lebensraum von Eukladoceros waren offene Wälder, Waldlichtungen und Waldrandgebiete in Europa und Teilen Asiens. Es bevorzugte Regionen mit einer Mischung aus Bäumen und offenen Flächen, wo es sowohl Deckung als auch Nahrung fand. Das Klima war während seiner Lebenszeit variabel, von gemäßigt bis kühl, abhängig von den glazialen und interglazialen Perioden. Die Ernährung von Eukladoceros bestand aus Blättern, Zweigen, Kräutern und Gräsern. Es war ein gemischter Fresser, der sowohl weidete als auch Laub fraß, abhängig von der Jahreszeit und der Verfügbarkeit. Die Zähne waren an eine solche Diät angepasst, mit Backenzähnen, die sowohl zum Zerkleinern von Gräsern als auch zum Mahlen von Laub geeignet waren. Das Verhalten von Eukladoceros lässt sich aus fossilen Funden und Vergleichen mit heutigen Hirschen ableiten. Es lebte vermutlich in kleinen Gruppen oder war einzelgängerisch, abhängig von der Jahreszeit. Während der Brunftzeit konkurrierten die Männchen um die Gunst der Weibchen, und ihre gewaltigen Geweihe spielten dabei eine zentrale Rolle. Rituale und Kämpfe dienten dazu, Dominanz zu etablieren, und nur die stärksten Männchen konnten sich fortpflanzen. Die Fortpflanzung folgte vermutlich einem ähnlichen Muster wie bei anderen Hirschen. Nach einer Tragzeit von mehreren Monaten brachte das Weibchen 1 oder 2 Kälber zur Welt, die in den ersten Wochen in dichter Vegetation versteckt wurden, während die Mutter in der Nähe weidete. Die Kälber wuchsen schnell heran und folgten bald der Mutter. Wir kommen nun zum letzten Tier unserer Reise, einem gewaltigen Bewohner der nordischen Wälder und Tundren, dem Urelch, wissenschaftlich als Servalchis bekannt, oft auch als Breitstirnelch bezeichnet. Servalchis lebte während des Pleistozäns vor etwa 2 Millionen bis vor etwa 11.000 Jahren und war in Nordamerika, Europa und Asien verbreitet.
Cervalches war größer als der heutige Elch, das größte heute lebende Hirschgewächs. Ein ausgewachsener Cervalches konnte eine Schulterhöhe von über 2 Metern erreichen und ein Gewicht von etwa 800 Kilogramm. Sein Körperbau war kräftig und hochbeinig, ideal für ein Leben in tiefen Wäldern und Sumpfgebieten, wo es durch Unterholz und Wasser waten musste. Das Geweih von Cervalches war beeindruckend und unterschied sich von dem heutigen Elche. Es war breit und palmförmig, mit zahlreichen Zacken und einer Spannweite, die bis zu 2,5 Meter erreichen konnte. Dieses Geweih war sowohl eine Waffe als auch ein Statussymbol, das Stärke und Fitness anzeigte. Das Fell von Cervalches war dicht und dunkel, vermutlich braun bis schwärzlich, angepasst an die kalten Temperaturen seiner Heimat. Die langen Beine und der hochgewachsene Körper ermöglichten es ihm, auch in tiefem Schnee effizient zu laufen. Der Lebensraum von Cervalches waren dichte Wälder, Waldränder, Sumpfgebiete und Tundren. Es bevorzugte Regionen mit reichlich Vegetation, sowohl an Land als auch im Wasser. Cervalches war ein ausgezeichneter Schwimmer und verbrachte viel Zeit in oder in der Nähe von Gewässern. Die Ernährung von Cervalches bestand aus einer Vielzahl pflanzlicher Materialien. Es fraß Blätter, Zweige, Wasserpflanzen, Moose und Rinde. Im Sommer ernährte es sich hauptsächlich von frischen Wasserpflanzen, die es tauchend vom Grund von Seen und Flüssen holte. Im Winter, wenn diese Nahrung nicht verfügbar war, fraß es Zweige, Rinde und Moose. Das Verhalten von Cervalches war vermutlich ähnlich dem heutigen Elche. Es war eher einzelgängerisch, außer während der Paarungszeit. Die Brunft fand im Herbst statt, und die Männchen konkurrierten mit lauten Rufen und gelegentlichen Kämpfen um die Weibchen. Das Geweih spielte dabei eine zentrale Rolle. Die Fortpflanzung folgte einem saisonalen Muster. Nach einer Tragzeit von etwa 8 Monaten brachte das Weibchen im späten Frühjahr 1 oder 2 Kälber zur Welt. Die Kälber waren bei der Geburt bereits relativ groß und konnten schnell laufen. Sie blieben etwa 1 Jahr bei ihrer Mutter, bevor sie selbstständig wurden. Die ökologische Rolle von Cervalches war bedeutend. Als großer Pflanzenfresser beeinflusste es die Vegetation erheblich, sowohl an Land als auch im Wasser. Es schuf Lichtungen in Wäldern, hielt Wasserpflanzen unter Kontrolle und trug zur Nährstoffverteilung bei. Cervalches war auch Beute für große Raubtiere. Höhlenlöwen, Wölfe und möglicherweise auch Säbelzahnkatzen jagten gelegentlich Cervalches, vor allem junge oder geschwächte Tiere. Doch ein ausgewachsener Cervalches war mit seiner Größe, seinen kräftigen Hufen und seinem Geweih eine gefährliche Beute. Die Interaktion zwischen Cervalches und frühen Menschen ist durch archäologische Funde belegt. Menschen jagten Cervalches, nutzten das Fleisch als Nahrung, die Haut als Kleidung und die Knochen und Geweihe als Werkzeuge. Felszeichnungen und andere künstlerische Darstellungen zeigen, dass Cervalches in der Kultur der frühen Menschen eine Rolle spielte. Das Aussterben von Cervalches geschah vor etwa 11.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit. Die Ursachen waren vermutlich eine Kombination aus Klimawandel und menschlicher Bejagung. Die Erwärmung des Klimas führte zu Veränderungen in der Vegetation und zum Verschwinden vieler Lebensräume, die Cervalches benötigte. Die dichten Wälder veränderten sich, Sumpfgebiete trockneten aus und die Nahrung wurde knapper. Gleichzeitig breiteten sich die Menschen weiter aus und jagten Cervalches intensiver. Die Kombination dieser Faktoren führte schließlich zum Aussterben. Heute ist Cervalches ausgestorben, doch der moderne Elch, sein nächster lebender Verwandter, erinnert uns an diese gewaltigen Tiere. Die fossilen Überreste von Cervalches, die in vielen Teilen der nördlichen Hemisphäre gefunden wurden, zeugen von einer Zeit, als noch größere, noch eindrucksvollere Elche durch die Wälder streiften. Und so endet unsere Reise durch die Eiszeit. Eine Reise zu Giganten, die längst vergangen sind, zu Welten, die sich verändert haben, zu Ökosystemen, die nur noch in unserer Vorstellung existieren. Wir haben Mammuts getroffen, die mit ihren gewaltigen Stoßzähnen durch den Schnee pflügten. Wir haben Wollnashörner gesehen, unbezwingbare Kolosse der Kälte. Wir sind Säbelzahntigern begegnet, präzisen Jägern mit tödlichen Waffen. Wir haben Riesenfaultiere bestaunt, sanfte Giganten der Wälder und kleine Mammutkälber begleitet, die in einer harschen Welt ums Überleben kämpften.
Wir haben die majestätischen Riesenhirsche mit ihren gewaltigen Geweihen bewundert, Wolfsrudel bei der Jagd beobachtet, Riesenbisons in endlosen Herden gesehen und Eisbären in der eisigen Arktis verfolgt. Wir haben die skurrilen Entelodonten kennengelernt, die bizarren Riesen vergangener Epochen und sind gefährlichen Säbelzahnhyänen begegnet. Wir haben Höhlenlöwen getroffen, die Könige einer eisigen Welt, Höhlenbären, die in dunklen Höhlen lebten, und geschickte Paleokastor, die Meister der Flüsse. Wir haben die gewaltigen Steppenwisente gesehen, Eiszeit-Kamele in Schnee und Eis bewundert, riesige Nagetiere wie Josepho artigasia kennengelernt und schließlich den Urelch begleitet, der die Wälder beherrschte. Jedes dieser Wesen hatte seine eigene Geschichte, seine eigenen Anpassungen, seine eigenen Kämpfe ums Überleben. Und jedes von ihnen ist ein Teil der großen Erzählung des Lebens auf der Erde. Eine Erzählung, die sich über Millionen von Jahren erstreckt und von der wir selbst ein winziger, aber bedeutsamer Teil sind. Wenn dir diese ruhige Reise in die Vergangenheit gefallen hat, wenn du mehr über die vergessenen Giganten unserer Erde erfahren möchtest, dann bleib gern hier bei uns. Abonniere diesen Kanal, damit du keine der kommenden Erzählungen verpasst. Wir haben noch so viele Geschichten zu erzählen, so viele Welten zu erkunden, so viele Wesen, die darauf warten, wieder entdeckt zu werden. Vielleicht magst du auch in den Kommentaren ein paar Worte hinterlassen. Schreib uns, von wo aus du gerade zuhörst, welches dieser urzeitlichen Wesen dich am meisten fasziniert hat oder welche Themen du in Zukunft gerne hören würdest. Jede Nachricht, jede Frage, jeder Gedanke ist willkommen. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die das Staunen nicht verlernt haben, die neugierig bleiben wollen und die Freude daran finden, in vergangene Zeiten einzutauchen. Für heute verabschieden wir uns. Schlaf gut, ruh dich aus, und wenn du morgen aufwachst, dann weißt du ein bisschen mehr über diese wunderbare, diese erstaunliche Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.